So, und hier oben auf dem 3000er weht auch immer Wind des Todes, Leute. Alter, ist ein Wind heute. So Leute, da sind wir wieder. Haben wir Ton? Wir haben Ton. Mais ist ab. Und ich habe euch ja gesagt, die letzte Fuhre fahren wir zusammen hoch. Ist hoch geworden, oder? Da oben steht der 939. Ich muss erst mal gucken, wie ich das mache hier. Ich brauche ja eigentlich beide Hände. Kann jetzt ein bisschen wackeln, das Bild, Leute. Ich weiß gar nicht, fährt der manuell? Fährt gar nicht manuell. So. Dann bringen wir das mal nach oben. So. Muss erstmal hier mit den Gängen klarkommen, das ist das Schwierigste. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so hoch bauen, das ist die letzte Tour. Ich fahre auch mal für euch bis zur Kante. So sieht's aus. Einmal einen Blick von hier oben. Heute ist zu windig, morgen werde ich mal versuchen, einmal mit der Drohne auch das hinzubekommen. Euch dann ein paar schöne Aufnahmen zu machen. So sieht's aus, wenn man wieder runterfährt. Das ist schon ein schön amtlicher Haufen geworden, muss ich sagen. Der gute Sebastian hat euch übrigens auch ein Let's Drive aufgenommen vom Silobauen. Kommentarlos, aber wir haben ein Let's Drive vom Silo aufbauen. Also das brauchen wir jetzt, eigentlich brauchen wir es jetzt nicht mehr bis oben rauf schieben, weil es ja jetzt nun dem Ende zugeht. Können wir es eigentlich auch hier vorne verteilen? Da in der Ecke übrigens, wo der... Warum will er denn so langsam fahren? Oh, irgendwie komme ich nicht klar, hier noch nicht richtig mit. Da in der Ecke übrigens soll der letzte Schnitt rein. Also dann werden wir es irgendwie verteilen und übersilieren, wissen wir auch noch nicht so recht. Mal ein bisschen, vielleicht ist das dann auch bis dahin fast verfüttert. Also ich denke mal, das wird in 2 Wochen sein. Dann sollten wir das eigentlich so gut wie weg haben. Das ist etwas schwierig. Hätte ich mal den Saugnapf noch mitgenommen. Ich wollte erst den Saugnapf, aber habe ich gedacht, nee, kannst du ja so machen. Hannes. Übrigens, das waren 50 Kubik, die da lagen. Das war der letzte. Wie hoch das Silo jetzt sein mag, ich würde, ich würde sagen, 7 Meter oder so. Pi mal Daumen. Wir können ja gleich noch mal einmal oben hochgehen.
Aber ansonsten muss ich sagen, 8R ist top zum Silo bauen. Man hat eine wunderschöne Sicht auf das Schild durch die lange Nase. Fast besser als beim Serion, während man doch entspannt hinten sitzt. So, also kann man das Schild hier richtig hervorragend sehen. Und hier mit dem Joystick kann man entsprechend schön weich die Fronthydraulik einstellen. Das ist richtig geil. Das macht sich so geil zum Silo bauen. Ich habe auch ein paar Jahre mit einem Serion gebaut, mit einem 3.8er. Aber mit der 8R sagt mir deutlich besser zu, muss ich euch ehrlich sagen. Muss ich euch echt sagen. Der 8R sagt mir besser zu durch die lange Nase. Man sitzt hier deutlich bequemer drin. Viel besserer Fahrkomfort. Ja, ich würde noch sagen, wir gehen noch einmal zu Fuß oben hoch und gucken uns das einmal noch von oben an. So, und hier oben auf dem 3000er weht auch immer Wind des Todes, Leute. Alter, ist ein Wind heute. Hier. Damit ihr seht, was für ein Wind ist. Wir haben hier immer Wind. Immer. Den ganzen Tag. Deswegen auch die Windräder. Hier die Biogas steht in so einer Windschneise drin. So sieht das aus. Wir können uns ja nochmal das Gehäckselte angucken. 6 mm und wichtig, alle Körner müssen richtig schön kaputt sein. Sebastian bringt jetzt noch die Kante hoch, macht das noch ein bisschen steiler unten. Oh, ist echt ein schönes Silo geworden, muss man sagen. Echt schön. Oh, schön, du. So, da unten übrigens auf Silo, da liegt ja ein bisschen der Blühstreifen und Mais drauf. Genau, und dabei wird er gleich festgewalzt. Also wir haben immer einen Schieber, das ist in dem Falle der 8R, und einen Walzer. Wir haben normalerweise auch dafür noch eine Frontgabel, aber wir haben dieses Jahr den Kollegen von der Biogas drauf, der da arbeitet. Und unser Slogan war, alles was nicht dran ist, kann nicht abgefahren werden. Weil er fährt zum ersten Mal in seinem Leben Trecker. Sind wir ganz froh eigentlich, dass er es ganz gut macht mit dem Walzen. Und das Substrat ist ja entsprechend grün gewesen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwo bei 32% Trockenmasse insgesamt, sodass das sich auch gut verfestigen lässt, auch wenn er nicht ballastiert ist bis des Todes. Witziger Funfact, das ist unser alter 939, den wir zufälligerweise in der Miete gekriegt haben. War eigentlich so gar nicht geplant, aber dadurch haben noch die alten Zwillinge gepasst. Und Zwillinge halt ab einer bestimmten Silogröße ist das für mich Arbeitsschutz. Weil das doch ein ganz anderer Schnack ist, auf so einem Silo hier zu fahren, mit der Kante darunter, als irgendwie auf ein kleines 1000-Tonnen-Silo. Und natürlich beim 8R ist es massig mehr Schubleistung. Also der braucht da seine 2-3 Schiebeschilder, dann sind da 50 Kubik weg und entsprechend mehr Zeit hat er zum Walzen. Ah, da kommt er noch mal. Gucken wir uns das noch einmal an. Das ist, glaube ich, auch bald der Akku von der GoPro alle. Und hier wird Schicht für Schicht wird im Prinzip so das Silo gebaut. Immer einen Zentimeter, 10 cm dicke Schicht aufgetragen. Und das Ganze wird dann immer wieder festgefahren, damit am Ende die Luft rausgedrückt wird. Und dann wird das Ganze zugedeckt, luftdicht abgedeckt. Und dann setzen Milchsäurebakterien das Ganze in Milchsäure um, also den Zucker in der Pflanze wird dann zu Milchsäure. Und das Ganze konserviert, ähnlich wie beim Sauerkraut. Irgendwie muss man ja auch Futter für Tiere und Biogas konservieren. Diese ganze Menge hier brauche ich nicht alleine, also das würde hier für 3 Jahre für meine Anlage reichen. Ich versorge aber noch meinen Nachbarbetrieb mit Rinderfutter, also mit Mais für seine Rinder.
Und 10.000 Tonnen von den nicht ganz 16.000 Tonnen, die hier liegen, gehen auch über Winter bis zum nächsten Jahr dann auch wieder weg. Ne? Wie gesagt, er hatte ein bisschen wenig Lagerkapazität dieses Jahr, weil er ja nicht nur von mir, sondern auch ein paar hundert Hektar noch von woanders kriegt. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal bei mir eingelagert. Genau, also er ballt jetzt die Kante da noch ein bisschen höher, damit wir da einfach wieder einen schönen Weg am vorne haben, am Feststoffeintrag. Auf jeden Fall auch in der Ruhe liegt die Kraft. Je ruhiger man fährt, desto mehr Schubkraft hat der Traktor. Man sieht auch immer wieder Leute in so einen Maishaufen reinhämmern wie die Wahnsinnigen mit dem Schiebeschild. Ist A, nicht gut für die Technik und zweitens hat man die meiste Schubkraft, wenn man langsam fährt. Weil man dann die größte Traktion hat. Kleiner Funfact für alle, die immer so schnell das Silo hochheizen. Und man hat gleichzeitig eine walzende Wirkung über die Schicht, die man lässt. Genau. Aber das ist der Punkt. Viele Leute hämmern rein und dann bleiben sie teilweise auch stehen, weil sie keine Traktion haben. Langsam ans Silo ran und dann kann man immer noch, wenn man die Masse hat, beschleunigen. Ja, soweit, so gut erstmal, Leute. Ich fahre jetzt erstmal zum Hof. Und dann leiten wir alles in den Wege. Morgen früh bauen wir heute wollen wir noch die Tiger-Drill anbauen. Heute wollen wir noch die Tiger-Drill anbauen und geht's morgen früh in die Weizenaussaat und ich werde Gerste mit der Clayton-Drill. Bin ich schon mal ein bisschen gespannt. Genau, also die Kante hier, die setzen wir noch ein bisschen hoch. Da habt ihr das Ganze jetzt noch mal von unten. Gut, Leute, bis später. And how you turn my mind completely into such a mess.
like Roxanne Man singing a song. Just gotta keep on keeping on. I really wasn't sure what I was hoping for, but you knew everything you've done this all before. You know what I want, babe. You know everything that gets me going. You know what I want, babe. All the little things that I'm not showing. You know what I want, babe. And you know it all before I do it. You know what I want, babe. You know what I need before I show it. I can really sense that all the things been happening is no coincidence. 'Cause you know what I need, yeah. You know what I want, babe. And you know everything that gets me going. You know what I want, babe. All the little things that I'm not showing. You know what I want, babe. And you know it all before. So Leute, so sieht das erstmal aus, das Silo. Wir haben jetzt hier uns unten hier vorne offen gelassen, weil wir jetzt schon ein bisschen frisch füttern. Wir haben die ganzen Tage schon frisch mit reingefüttert. Ja, ist nicht immer vermeidbar, schön ist es nicht, aber wir haben gar keine andere große Wahl, weil da seht ihr, das ist der Rest vom Grassilo. Und wir kriegen ja noch den ganzen letzten Schnitt hier rein. Also da kommt noch mal ordentlich ein Berg hier in die Ecke rein. Da werden wir wahrscheinlich hier die Ecke da hochklappen, dass wir hier schön in die Ecke reinsilieren können. Und dann ist das Silo auch wirklich voll. Bis zum Anschlag, würde ich sagen. Wir haben jetzt oben mit Folien das Ganze raufgelegt. Ich weiß nicht, ob ihr das in den Drohnenaufnahmen gesehen habt, beziehungsweise in den Zeitrafferaufnahmen. Wir gehen mal einmal kurz hier hoch. Also man kann auch Frischmais füttern, das ist gar kein Problem. Es ist aber halt deutlich, also nicht, bei weitem nicht so stabil vom Prozess wie silierter Mais, ne? Das heißt, der wird schon ein bisschen warm. Hier, da kann man es sehen. Wir kleben jede Folie, die überlappend ist, einmal komplett zusammen. Auf die ganze Länge. Und wenn wir die Bahn übereinander legen, wird das auch noch mal zusammen geklebt, sodass man ein ganz großes Stück hat. Dann kommen diese Fraßschutznetze drauf. Und hier kommen jetzt die Tage auch noch Reifen rauf. Wir haben jetzt erstmal außen rumgelegt, oben drauf, und dann kommen noch ganz große Reifen oben drauf, dass das am Ende auch gut und fest liegt. Oh. Leute, ist das eine Höhe. Jetzt kommt natürlich schon ein bisschen Regen, ein bisschen Wasser drauf. Wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen ans Getreideaussehen gestürzt, weil wir da wirklich wenig Zeit haben. Und hier könnten meine Jungs das nächste Woche auch noch machen. Seht ihr das kleine Ding da unten? Da, das ist Lisa. Lisa wartet mit ihrem neuen kleinen Fahrzeug. Die hat mich gerade abgeholt. Wir sind da hinten jetzt nämlich schon am Hänger waschen. Den New Holland haben wir schon gewaschen. Den Axion TerraTrack, da kommt die Spitze raus. Den seht ihr auch im nächsten Video. Den kleinen Kerl da unten seht ihr auch im nächsten Video. Ja, genau. Abgedeckt ist das wieder mit der Folie Blue 9 von Novagras. Weil die sich halt, das konnte man auch in den Drohnenaufnahmen sehen, mega gut richtig ansaugt und anschmiegt. Seht ihr auch. Ne? Hier vorne ist das unter der Kante. Und das ist richtig dicht, obwohl die da nur so drauf liegt. Ne? So sieht das hier aus. Genau, also wir brauchen ja ein bisschen Frischfutter. Das ist dritter Schnitt. Da ist noch ein bisschen dieses Sonnenblumen-Mais-Gemisch von dem Schneisenhäckseln da oben drauf. Und deswegen, das ist qualitativ nicht extrem hochwertig mehr. Und wir haben jetzt auch deutlich die Güllemenge runtergefahren, sodass wir wenig jetzt im Endlager haben in den letzten Wochen. Ne? Wir müssen jetzt bis Ende Oktober unser Endlager leer fahren, weil ab 1. November dürfen wir nicht mehr. Und deswegen, um da ein bisschen Mengen zu sparen, haben wir jetzt die Güllemenge reduziert, und deswegen brauchen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Mais, damit das Ganze flüssiger und rührfähiger bleibt. Weil ihr könnt jetzt natürlich auch sehen, da haben wir Gras, hier ist das Mais, also hier ist der Mais, der ist natürlich viel feiner, und das Substrat ist so, dass sich das in der Anlage viel schneller umsetzt und viel besser rühren lässt als lange Pflanzenfasern. Deswegen brauchen wir bei der Gülle auch so viel bei dem Gras so viel Rindergülle und beim Mais halt nicht.
Ja, deutlich feinere, bessere Fasern. Wir müssen dann weniger rühren und brauchen weniger Flüssigkeit. Hier sehen wir die ganzen Körner. Das ist natürlich ein enormer Energielieferant. Und wir haben dieses Jahr wirklich einen schönen Kornanteil in der Silage. Also die letzten 3 Jahre war es furchtbar schlecht dagegen. Teilweise Silagen komplett ohne Körner, weil wir keine Kolben dran haben. Da sieht es natürlich dieses Jahr bombig aus. Gut, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hatten wir überhaupt Ton? Wir hatten Ton. Und ja, in der nächsten Folge dann der kleine Kollege hier. Dann eine Kledendrille, ein Axion Terra Truck. Ach Leute, lasst euch überraschen, die nächsten Folgen werden geil. Bis dann.